even, like, police didn't even come here. We just playing on this ground and the people jumping out of the windows, they're doing a suicide because the change between socialism and capitalism, it was too strange for the people. And my dad said to me, just go to the West Side and just have a look. And I say, okay, I'll just have a look. But I cross the line between East and West Berlin and say, okay, I have a fucked up feeling in my stomach. I say, okay, where's the enemy? Where's the enemy? Every man, every woman that crossed my way was like, is that the enemy? Is that the enemy? I'm just like fucked up in the brain, you know? It was crazy. So what happened was when the wall came down, it was like a lot of people expected things to work out great in Germany, and a lot of people I've been speaking to in the East, like they kind of had an idea that like the best of both systems would come together as like one great system, and it didn't really work out that way. Mutterficker, ihr habt den Osten viel zu lange gedrückt und jeder Ostler verdammt im Land weiß, was ich meine. Ich fühl mich wie ein Stafford Terrier, frisch aus dem Heim. Jetzt macht die Leine los und dieser Köter dreht ab. Müller bringt es auf den Punkt, weil der Osten was zu sagen hat. Ich hab das Klagen satt, setz alles auf eine Karte und fühl mich wie 89 auf der Straße. Danke für den Sekt, du Spaß. Ich ex das Glas, hau dir vor den Schädel, weil mein Bruder keine Arbeit hat. Making short, I would say like a lot of people in the East like felt that we're coming short a bit, and there was like a reason for people getting like a little unsatisfied, and so pretty much they were looking for someone to blame, which a lot of them, I'm not saying all of them, but a lot of them found it in like foreigners that were living there. Like houses started burning, people were like chased, like hunt down, people were beat down, people were throwing like Molotov cocktails into like asylum seeker houses, and you had like pictures like this in the news all the time, you know, you would like see attacks on foreigners all the time in the East. Adriano war ein Schwarzafrikaner, der in Dresden im Osten von Deutschland gewohnt hat, dort auch eine ostdeutsche Frau geheiratet hat, 2 Kinder mit ihr hatte. Und der wurde nach einem Fußballspiel, das er bei einem Kollegen zu Hause geguckt hat, auf dem Weg nach Hause von 3 rechtsradikalen Nazis totgetreten. Wir wollten schon immer mal ein schwarzes deutsches Projekt machen, aber leider war das dann halt der traurige Anlass, wo wir alle gesagt haben, wir müssen jetzt echt was machen, wir müssen eine Stimme fürs Volk werden, vor allen Dingen die Stimme für diese 2 Söhne, die auch schwarze Deutsche sind. Ich glaube, wir waren 15 Jungs damals, dass wir alle zusammengekommen sind und haben gesagt, so, wir müssen einfach gemeinsam unsere Stimme erheben und haben den Song gemacht, Letzte Warnung, The Last Warning. Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fallen dort ein, wo ihr auffallt, gebieten eurer braunen Scheiß endlich auf Halt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören werden, ist euer Wein und euer Gewimmer. Denk schon, früher war der Widerstand noch eher müde. Heute gibt's genügend Brüder mit der rechten Attitüde. Geben sich Mühe, um den Sprung zur Macht zu schaffen, indem sie VWL, BWL, Jura zur Berufung machen. In allen Sprachen, den Erleuchteten gefehlt das Lachen. Ist das Erwachen die Veränderung im Jahr des Drachen? 60 Millionen Sklaven, von denen es 8 Millionen schaffen. Die Besten sind jetzt unter euch. Ich hoffe, für euch zu verkacken. Ich hörte schon im Kindergarten, weil sie zu mir Nigger sagen. Die Klischees nicht hinterfragen. Brüder niederschlagen, fordern mehr als gleiche Rechte. Wir wollen nicht Frieden haben. Neue Ziele haben. Und nicht das Image von Dealern haben im Landtag. Diskutiert man über einen Antrag. Und währenddessen plant der nächste Nazi seinen Anschlag. Die Chantal wird bedauert, doch was ich mich dann frage. Warum steht schon wieder eine schwarze Familie am Grab? Das ist der Alltag, die Justiz verdammt hart. Jungs sind am Schieberhaft und am Schwitzen wie im Dampfbad. Man merkt die Führung am Macken. Nach all den blöden Attacken müssen wir Brüder bestatten, da einige lieber hassen. Die ganzen miesen Drecksratten können ihre Lügen wegpacken. Dass sie genügen beschatten, können die Lügen verknacken. Scheiß sich zu wehren, statt zu ignorieren. Das war's von Flame und mir. Das war für Deutschland eine neue Sache. So, Deutschland hat noch nie gesehen, dass sich so viele schwarze Männer, die alle Deutsch sprechen, plötzlich zusammentun und plötzlich, das war so ein riesen Schock, der dann durch Deutschland ging. Oh je, was ist jetzt los? Und es wurde diskutiert, ja, dürfen die das überhaupt und was ist denn da los? Und ich kann mich erinnern an die erste Pressekonferenz. Wir saßen 15 Mann hinter einem Tisch. Man hat die Angst gespürt im Raum. Die wussten nicht, was dürfen wir sagen. Okay, Neger dürfen wir nicht sagen, aber sagt man Farbiger, sagt man Schwarzer. Die Leute wussten das gar nicht.
So, und eben durch die Diskussion wird es einfach ein bisschen normaler. Und wenn man normaler damit umgehen kann, ist auch die Chance besser, dass man eine Lösung findet. Wir hatten in Marzahn damals sehr viele Probleme mit Rechtsradikalismus, mit Skinheads, mit Pipapo. Also das war übelst krass und ich war immer so ein Anti-Denker. Hip-Hop steht für mich auch nicht für Rassismus oder irgendwas, sondern Hip-Hop ist mein Leben, Mann. Ich weiß, die ganze Laberei wird mit der Zeit monoton und nach der Diskussion um Integration. Also lass uns etwas tun, um unsere Ohren zu schonen. Und tun wir es gemeinsam, werden wir ganz sicher belohnt. Ich sag dir, alles geht, mein Freund, wir kriegen das Ding schon ins Lot. Ich sage, Deutschland lebe hoch, weil Nazi-Deutschland ist tot. Ich sehe nicht an, dass pure Dummheit unsere Zukunft bedroht. Und darum heißt es leinenlos in einem gemeinsamen Boot. Ich sag nochmal, dass alles geht, ich bin ein Idealist. Und genau den Optimismus habe ich lange vermisst. Ich sehe die Zukunft lieber rot, ich meine, ich stehe nicht auf Triss. Weil jedes Ding der Welt im Fluss ist gar nichts bleibt, wie es ist. Und es ist niemals zu spät, weil da noch einiges geht. Und je nachdem, welchen man wählt, ist das kein steiniger Weg. Und wenn ich sage, alles geht, hoffe ich, dass jeder versteht, dass ich die Zukunft unseres Landes nur in Einigkeit sehe. Also, I mean, okay, Moment, let's do it. ايوه هيك عم تحكي مع الناس العنف عندهم مقدس وين ما اروح بضل محبوس في هذا القفص ولا نفس هي كمان واحد انقتل هي كمان واحد انحبس كمان واحد انخلع لبس شو اللي عم بيصير ما في تفسير مش شايف غير مثير للدموع ممنوع اعمل اللي بدي اياه لازم انسى الحياه بتمنى بس للاسف ازبلت الدنيا كلها صارت عنا ماذا استطيع ساعة بكتب بقدر ما في مواضيع عم بضيع فكرته عن السلام بيعمل اللي بده اياه انت ضل كل شي تمام عشو عم بشكي جبالي يطلع عمل غير اشي بدل ما طلعت هون حاس حالي ضعيف خليني اطلع برا اعمل اشي تسجل في التاريخ ما انا هيك يا مقتول يا جريح رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي شو قضيتك فكرت حالك خلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش حتتحقق امنيتك رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي شو قضيتك فكرت حالك خلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش حتتحقق امنيتك انسرقنا من ارضنا بلدنا انغلبنا عحالنا انقلبنا اقنعونا وتدربنا نحمي اسرائيل من حالنا صرنا ممسوكين عساكر وين ما كان مسؤول لي كل هاد لمين وين الملايين اللي بدها تحرر فلسطين قاعدين بيشموا كوكايين وبيستغلوا الدين اتفاقيات مع مجرمين الجثث رميين لازم نعمل حركة هلا ما نستنى بدل ما انت قاعد جوا الشاشة عم تتفنى عصيان مدني شرطة صمد مدني جدار ما بكفي حطولي جرثومة في بلدي اول باقي منها وسكروا الهدمها الحياة احتمالات تمسك الزهر وفنها انظمة جننها الانتفاضة مكنها اجراس النضال من رنها The whole thing started out during the second Intifada. That gave us a lot of time to be creative, actually. At first, we used to make instrumental music only, like we used to, all three of us used to produce music on our computers. But then myself and Stormtrap decided to start expressing ourselves more, through lyrics. It's how we used to write about what you see outside, like the tanks that are rolling on your streets, like the F-16 plane flying right over the house. If you open the window and look outside, you can make 10 albums. Did you see the wall around our camp? This camp is a real ghetto, just like in America, They put us in this prison here. We're normal people, we're not monsters, we're not terrorists, and I don't know why the world treats us like this. When I was young, listening to hip-hop and seeing images of video clips that had been done by Tupac or any other African-American artist, and he was speaking about drugs and about brother shooting his other brother and about racist issue and about social issue. And I felt connected to it because I felt the same way in my neighborhood. People was gunned down in my neighborhood. People was selling drugs in my neighborhood, and also it had a policy background of it, a policy of a racist state, and that's why it hit you like this man is talking about me actually.
بيعملونا كسرتان عندهم بالقلب ايديهم مش قادرة تسلم لأن أصابعهم على الفرد يا بلي عنا كلنا غزة أم العزة غزة كل الناس في إحساس مش حماس ولا عباس لما أنا شوفت غزة شوفت حالي شفت أطفالي تيتم يضلوا مع أهلي أطفالي تموت وأنا أبكي أفتش على أولادي شفت أساويل تطلب فيها حضانة أختي استشهدت معلي استشهد لأني شفت آخرتي ولما شفت المقاومة أنا كنت بدي بس واقعي نصحني أتشه لألمي كلهم عندهم دبابة واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال صهيوني جاي له نهار شكرا والسلام عليكم. Just the idea that you can speak your mind on record and say whatever the fuck you want to say, you know, really appealed to me. Because I'm a very opinionated person. I have opinions about a lot of things. I'm not living in a ghetto, but I can identify with the notion of like the everyday guy talking about stuff, about his suffering or about his opinions or about his government. אף פעם לא כועס ולא מתבאס, גנגסטאר, ג'ורסיק 5, טרייב קולד קווסט, מקיובה עד סנופ, מקומון עד סייפרס, זוכר שאמרת, I don't spin on Shabbos. Instead of fighting with hands, I prefer to battle someone with freestyling. We're very angry, but we learned to deal with things in a cool way. You know, music, this is the way. I grew up in a kibbutz, which is, to sum it up in a sentence, it's a communal settlement based on socialist ideas. You're growing up with that notion that you have to do your duty.